Ich heiße Monique Eckmann. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin in der Deutschschweiz aufgewachsen, lebe aber seit über 50 Jahren in Genf. Und ich bin Soziologin. Ich war für über 35 Jahre in der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogen und habe dort immer zwischen Forschung und Bildung zu Fragen von Minderheiten und Mehrheiten, Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus gearbeitet. Und ich war immer darauf bedacht, dass es nicht nur eine Analyse gibt, sondern auch Perspektiven zur Intervention, zum Handeln. Bei Rassismus wird eigentlich der Schwächere heruntergemacht und der Stärkere überhaupt, das ist eine Klammer, die ich aufmachen möchte. Rassismus ist ja nicht vor allem die Beschreibung der rassialisierten Gruppe, der diskriminierten Gruppe, sondern die Beschreibung der Gruppe, die sich überheben glaubt. White Supremacy, die weiße Überlegenheit oder die arische Überlegenheit oder die einsässige Überlegenheit über die Einwanderer und so weiter. Oder die christliche Welt über die jüdische und muslimische Welt und so weiter. Also die Überlegenheitsideologie ist eigentlich wichtig. Und die diskriminierten Gruppen werden als niedrig angesehen. Wenn man über Rassismus in einem Schulraum spricht, man kreiert ja einen pädagogischen Raum, in dem man frei sprechen kann, dann kommt eigentlich jeder mit seinem Problem. Und das ist auch fair, das ist auch normal. Und es ist leichter, sich zuerst in der Opferrolle zu sehen, in der Rolle eines Opfers, eines Betroffenen. Und es ist ganz wichtig, dass jeder sagen kann, in welcher Art er betroffen ist von irgendwelchen Diskriminierungen oder Hate Speech oder Gewalt. Und der Pädagoge muss unbedingt Anerkennung für alle erlittenen Situationen liefern und sie auf keinen Fall hierarchisieren. Man kann nicht Leiden hierarchisieren. Aber sie können kontextualisiert werden. Es kann sein, dass jemand etwas erlebt, das eine lange Geschichte hat hinter sich. Und wenn jemand aus einer Gruppe kommt, die eine jahrhundertlange Erfahrung der Verfolgung, der Vertreibung, des Genozids und der Erniedrigung hat, dann trägt er auch eine Familien- und eine kollektive Geschichte mit sich, die man vielleicht auch lernen muss und über die man etwas wissen muss. Aber nichtsdestoweniger im Schulraum muss jeder anerkannt werden. Und diese Anerkennungspädagogik, die führt dazu, dass man zuhört, dass das erste Gebot der Bekämpfung des Rassismus ist, den Opfern zuzuhören und zu fragen, was sie eigentlich brauchen. Und meistens, was sie brauchen, ist, angehört zu werden und anerkannt zu werden, dass es geschehen ist. In der Aus- und Weiterbildung von Pädagogen allgemein, nicht nur von Lehrern, auch von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen, finde ich ganz wichtig, dass sie erstens identifizieren, wie sie selbst Rassismus erleben, wo sie es emotional betrifft. Nicht nur kognitiv, sondern auch emotional. Und das hängt auch von der Geschichte und der Zugehörigkeit und der Position der Lehrpersonen ab. Es gibt Lehrpersonen, die sind Teile von Minderheiten und Lehrpersonen, die sind Teile von Mehrheiten. Und sie tragen auch ihre Ressentiment mit sich. Also es braucht eine große Portion Selbstreflexivität, um zu analysieren, wie man diese Situation überhaupt erlebt. Also auf lange Sicht denke ich, dass Rassismusprävention im Schulraum, da geht es darum, dass man Lehrpersonen und Pädagogen dazu ausbildet, dass man die Möglichkeit von Rassismus und rassistischen Vorfällen antizipiert und sich nicht mehr davon total überraschen lässt.